Der Bau an diesem Containerschiff begann mit diesem Schiffsrumpf. Man kann die Schiffsrümpfe so kaufen. Der ist aus Polystyrol, besteht aus 2 Hälften, die zusammengeklebt werden, und an dieser Stelle heißt es erstmal spachteln und schleifen. Bei der Lieferung waren beide Rumpfhälften zusammengeklebt und es lagen noch ein paar Zurissteile sowie 2 sehr umfangreiche Generalpläne in 1:100 bei. Allerdings haben wir uns nicht exakt an diese Originalpläne gehalten, denn die sind in 1:100. Das Modell, was wir bauen, ist jedoch in 1:87 und von daher haben wir uns an einen Mix aus Vorbildfotos und diesem Generalplan ein eigenes Modell zusammengebaut. Im nächsten Schritt werden Bohrungen für das Querstrahlruder und auch das Stephenrohr eingebracht. Auch wird das Ruder montiert und diese kleine Schiffsschraube reicht aus, um das Schiff vorwärts zu bringen. Insbesondere der Einbau des Querstrahlruders ist sehr herausfordernd. Damit alles exakt sitzt und passt, sind natürlich einige Anpassungen notwendig. Auch das Querstrahlruder kann man fertig als Bausatz kaufen, muss nur selbst eingebaut werden. So sieht es dann aus, wenn das Bugstrahlruder an Ort und Stelle sitzt und auch sauber eingespachtelt und etwas geschliffen ist. Am Heck wurde im nächsten Schritt auf das Stephenrohr ein weiteres Messingrohr aufgelötet. An dieser Stelle wurde das Stephenrohr vorher angebohrt und durch dieses Rohr kann man nachher Fett sehr unkompliziert in das Stephenrohr eindrücken. Im nächsten Schritt habe ich mich dem Laderaum gewidmet. Das Schiff besitzt in der Mitte einen Open-Top-Bereich, das heißt, an dieser Stelle sind keine Lukendeckel, sondern die Laderäume sind nach oben hin offen und die sogenannten Cell Guides, die die Container an Ort und Stelle halten, sind hier durch T-Profile realisiert. Die sind wesentlich größer als im Original und zwar aus einem sehr einfachen Grund. H0-Container sind sehr unterschiedlich groß und wenn die Cell Guides nicht so überdimensioniert wären, würden sie nicht alle Containertypen an Ort und Stelle halten können. Zum Schluss kommt noch eine Außenwand um diesen Ladebereich drumherum und dann wird es als Ganzes in das Boot eingesetzt. Und so sieht das Ganze dann aus. Nach vielen weiteren Detailarbeiten am Boot und der ersten provisorischen Verkabelung haben wir uns dann an die Testfahrt herangewagt. Das Boot wurde vorher schon auf Dichtigkeit überprüft und auch ein genereller Test mit Gewichten und Ladung ist schon vorher passiert. Dies ist der erste Moment, dass das Schiff für einen Funktionstest mit der AC-Technik zu Wasser gelassen wird. Die ersten Funktionstests zeigen, dass wir an der Fernbedienung noch einiges nachjustieren müssen, aber das ist alles kein Problem. Das Fahrverhalten hat mich persönlich überrascht. Man muss wesentlich vorausschauender fahren, als ich zunächst gedacht hatte. Auch sind Einflüsse von außen wie Wind oder Strömung natürlich etwas anderes. Das Wasser hat keine Balken, es ist nicht so wie bei Autos oder Zügen, wo das Ganze doch recht überschaubar ist. Aber es ist definitiv ein großer Spaß und eine tolle Herausforderung. Das Schiff ist insgesamt 1 Meter lang, ca. 18 cm breit und, wie sich inzwischen herausstellt, ca. 8 Kilogramm schwer. Bugstrahler kommst du locker rum. Ja. Ziel ist es, das Containerschiff eines Tages mit der Containerbrücke, die auch in Bau ist, zu be- und entladen und das Schiff soll in allen Ladungssituationen gut fahrbar sein, also sowohl ganz voll, aber auch ganz leer, was für die Gewichtstrimmung des Schiffs eine große Herausforderung ist. So, jetzt der ganze Spaß mit geschätzt knapp 300 Toy, optimierten Geschwindigkeitskennlinien und ein paar Runden Fahrpraxis.
Ja, so viel kann ich hier schon vorwegnehmen. Das Manöver wird schief gehen. Aber so einen Schlag gegen die Wand muss das Schiff aushalten. Und das tut es auch ohne Probleme. Nach diesem ersten sehr erfolgreichen Funktionstest geht der Bau weiter an Details vom Laderaum in der Ausgestaltung, aber auch am Deckaufbau. Und es wird nicht mehr lange dauern, bis die ersten Farbschichten auf dem Boot zu sehen sein werden.